Hallo Leute! Es ist wieder etwas Zeit vergangen und ich habe den Controlled Arch jetzt schon seit 5 Monaten. Deswegen mache ich mal wieder ein kleines Update. Wie geht's mir inzwischen? Alles noch drinne? Es hat sich ein bisschen was verändert. Die Lücke hier, die ist jetzt geschlossen ziemlich. Das wurde ja mit dieser, auf Englisch heißt es Power Chain. Auf Deutsch, ich habe den Begriff aber auch gefunden, wie es auf Deutsch heißt. Nur da mein Zahnarzt Amerikaner ist, benutzt er den englischen Begriff. Also mit diesem Gummi da zusammengezogen, sodass jetzt der Zahn daran gerückt ist. Dafür sind jetzt dahinter Lücken entstanden. Da und da, also vor dem Fünfer und hinter dem Fünfer. Auf der Seite nicht so dolle, weil war ja mehr Platz entstanden durch die Agger als auf der Seite. Ja, die Lücken sind ein bisschen nervig, weil da das Essen hängen bleibt beim Kauen. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, durch diese Bewegung da oben, dass der Biss immer mal sich so wieder ein bisschen verändert und da wieder mal ein Tag instabil ist ein bisschen und dann aber wieder, ja, das passt sich alles noch an und ist alles irgendwie noch in Bewegung, habe ich das Gefühl. Das merke ich auch in meinem ganzen Körper. Also es gibt auch mal Tage wieder, dann bin ich verspannt in meiner Hüfte, wie ich das von früher kenne. Und dann muss ich mich wieder ein bisschen einrenken hier an der Wirbelsäule. Aber dann geht es auch wieder. Also das sind immer so mal Tage, wo ich merke, dass mein Körper sich da anpasst an die sich verändernde Situation. Ansonsten, mein Kiefer knackt nicht mehr. Und das ist schon ein ziemlich großer Fortschritt, dass das quasi weg ist. Manchmal kommt es noch, dass es hier das Kiefergelenk so ein bisschen so einen Ruckler gibt. Aber das ist jetzt richtig gut. Ich habe auch dadurch, dass meine Zunge jetzt im Oberkiefer liegt, was sie vorher nicht getan hat, diese gesunde, natürliche Zungenposition im Oberkiefer, die ich mein Leben lang nicht hatte, aber jetzt seit AGA habe, die führt auch dazu, dass ich leicht eine normale Kopfhaltung einnehmen kann und nicht mehr dieses nach vorn gerichtete. Aber ich merke, dass die Muskeln und die ganzen Bänder und keine Ahnung was im Oberkörper noch immer dieses gewöhnt sind und ich leicht so zusammensacke immer noch. Und da muss ich ein bisschen drauf achten, glaube ich, dass das noch besser wird. Aber es ist schon viel besser, also kann man nicht meckern. Ja, sonst komme ich gut klar. Ich habe nachts immer die Polster drin, oben und unten, die ich mir da gebastelt habe. Und damit ist es mit meinen Schleimhäuten eigentlich auch okay. Viel verändert hat sich sonst nicht. Ich kann ein bisschen besser kauen, glaube ich. Aber ich bin froh, wenn ich die Aufbauten irgendwann nicht mehr habe da unten. Weil die sind ein bisschen nervig. Und jemand hatte angemerkt, dass ich ja lisple. Das ist auch gar nicht verwunderlich, weil ich ja solche Bögen eben habe. Also den da und den da. Und da stößt natürlich die Zunge dran. Also wenn der raus ist irgendwann, dann ist das auch vorbei mit dem Lispeln. Das liegt nur an diesem Bogen. Diese Bögen sollen die Zahnreihen weiten. Weil ich ja nicht nur nach vorne Platz brauche, den ich jetzt habe, sondern auch zur Seite. Der letzte Termin ist jetzt schon wieder eine Weile her. Der nächste ist auch bald. Wann ist der nächste? Nächste Woche ist der nächste Termin. Der letzte ist 3 Wochen her, also immer im 4 Wochen Abstand soll ich kommen. Beim letzten Termin wurde wieder Bogen oben und unten raus, dann sauber machen. Der Zahnarzt ist immer sehr dabei, dass alles schön sauber ist, weil die Zahnbelagswissenschaften nenne ich das. Weil Zahnärzte ja glauben, dass saubere Zähne gesunde Zähne sind, wovon ich jetzt nicht so überzeugt bin, weil ich andere Erfahrungen gemacht habe. Aber es muss immer alles ganz sauber sein. Naja, also machen wir alles ganz sauber. Aber ich habe ja die Zahnreinigung verweigert, also putze ich dann selber. Also der Bogen kommt raus und ich gehe dann putzen und dann wird der Bogen wieder reingemacht, dann guckt er, wie es aussieht. Und der Eckzahn, der steht noch ein bisschen weit drin, der soll beim nächsten Mal noch mit einem, ich weiß gar nicht, wie der das macht, irgendwie mit Stoppblocks, also mit den Stoppblocks arbeitet der und hat dann auch letztes Mal hier unten noch weitergestellt, weil da immer noch der Zahn, der so schräg steht, nicht in einer Reihe ist. Ja, da. Den hat er jetzt mit einem Gummi am Bogen befestigt, weil der nicht einzuklipsen geht, immer noch. Hat sich zwar schon bewegt, aber ist immer noch so weit weg vom Bogen, dass das nicht zu machen war. Ansonsten die Bögen,
die ich euch gerade gezeigt habe, die fangen an rauszurutschen. Also der unten, der kommt immer ein Stück nach vor und der oben auf der linken Seite kommt der auch ein Stück nach vorne. Das nervt ein bisschen, dann schiebe ich ihn wieder zurück. Aber ich habe ge-E-Mailt hin und er meinte, dass das wohl normal ist, wenn der Bogen so weit geweitet hat, wie er gespannt war und dass man den dann nachspannt. Also beim nächsten Mal werde ich wahrscheinlich erdulden müssen, dass diese Bögen wieder rausgemacht werden und wieder rein. Das war ziemlich unangenehm das letzte Mal. Also wo es gemacht wurde, das ist schon ein bisschen her jetzt. Aber ja, wenn der dann nicht mehr rausrutscht, dann ist auch gut. Und ich hatte ja beim vorletzten Video erzählt, dass ich da dachte, eine Füllung wäre rausgefallen. Das war aber gar nicht der Fall, sondern da war was vom Kleber abgebrochen. Da war so viel Kleber um den Zahn noch von der Agger und man kann irgendwie den Kleber kaum vom Zahn selber unterscheiden. Also ich frage mich, wie der das macht. Ich hoffe, dass der nicht von meinem Zahn aus Versehen was wegmacht, weil das aussieht wie Kleber. Jedenfalls war das wohl nur ein Stück Kleber, was da rausgebrochen ist. Obwohl ich finde, es sieht immer noch aus, als ob da trotzdem auch ein Stück Füllung fehlt. Aber jedenfalls hat er da Kleber weggemacht und jetzt, jetzt ist es okay. Sieht zwar für mich immer noch so aus, als ob da was fehlt von der Füllung am Zahn, aber es stört nicht mehr. Dann bleibt da nichts mehr hängen und das ist erstmal okay für mich. Also, egal. Ja, sonst geht es meinen Zähnen eigentlich gut. Ich merke manchmal so einen Tag lang, dass ein Zahn ein bisschen empfindlich ist oder mal der andere von denen, die sich bewegen sollen. Und dann ist aber auch wieder am nächsten Tag gut. Also das kommt und geht. Aber die meiste Zeit tun mir eigentlich die Zähne überhaupt nicht weh. Es ist nur manchmal das einer, also die sich bewegen sollen, hier die Vierer und auch die Fünfer, dass die mal empfindlich sind. Jetzt bin ich gespannt, das will ich dir das nächste Mal fragen, wie das ist mit den Zähnen weiter hinten. Weil diese Vorrichtung hier, die ist ja am 6er angebracht, aber man will ja alles nach vorne bewegen. Also ob sich das alles von alleine dann dahinter, also ich habe gehört, dass sich das dahinter dann mitbewegt, aber da will ich nochmal fragen, wie genau der das dann macht. Ja, bei meinem Sohn, ich habe ja bei meinem Sohn jetzt schon lange kein Update mehr gemacht. Bei meinem Sohn, der hat ja diese herausnehmbare Agger und die ist jetzt eigentlich schon seit einer Weile zu Ende gedreht quasi. Also die trägt er nur noch im Mund weil wir jetzt erstmal noch nicht weitergegangen sind. Das Problem bei ihm ist, dass er keine Luft durch die Nase kriegt, oder er kriegt schon Luft durch die Nase, aber er atmet ziemlich viel durch den Mund und die Zunge ist nicht so richtig da, wo sie sein soll, um das Kieferwachstum zu stimulieren. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, dass wir noch eine zweite herausnehmbare Agger für ihn anfertigen lassen, die halt noch mehr Kieferwachstum bringt, weil seine Zunge es halt immer noch nicht schafft. Ein Brief ist da. Danke. Und da beim nächsten Termin werden wieder Abdrücke gemacht bei ihm und dann gucken wir, dass wir so eine zweite Agger für ihn machen, die dann noch mehr Platz nach vorne macht, weil die andere ja zu Ende gedreht ist. Er hat also Platz gewonnen, aber dadurch, dass sein Nasenseptum so verkrümmt ist und sein Mittelgesicht so unterentwickelt, kriegt er halt einfach schlecht Luft. Und da gibt es nicht so richtig so eine gute Lösung dafür. Also man kann nicht so viel machen. Er hat jetzt da so eine, wie nennt sich das? So eine Kraniosakral-Osteo, keine Ahnung was Geschichte, die wohl ganz gut helfen soll, wenn das so eine Verschiebung der Knochen, was auch immer, ich muss mich da mal genau informieren, aber das klang ziemlich aufwendig und teuer, aber ja, ich muss da mal anrufen und genauer nachfragen. Er meinte jedenfalls, dass das Patienten von ihm schon gut geholfen hat, besser Luft durch die Nase zu kriegen. Aber viel mehr Ideen gibt es da kaum. Also, da müssen wir mal gucken. Oh Leute, ich mache gerade ein Video, ja? So, jetzt geht ihr mal wieder raus, bis ich mein Video zu Ende habe. Ja? Okay, danke. Die finden mich überall. Die finden mich echt überall. Na egal. Jedenfalls war das eigentlich alles, was ich euch erzählen wollte zu der Zahngeschichte. Und ich bin mal gespannt, wie das weitergeht mit meinem Sohn. Er trägt seine Zahnspange ohne Probleme. Die trägt er auch immer. Macht auch nachts sich ein Pflaster auf den Mund, dass er gut durch die Nase atmet. Und ich mache das auch. Das ist schon Routine geworden, aber es ist natürlich und wäre natürlich cool, wenn man irgendwann das alles nicht mehr brauchen und alles so funktioniert wie soll. Ne? Ja, bei meinem Sohn ist dann auch noch, dass er halt nach der Atlaskorrektur trotzdem wieder ganz schnell schief ist. Also der Körperschiefstand bei ihm ist richtig offensichtlich und deswegen ist wahrscheinlich dieses Kraniosakral-Osteo, weiß auch immer, wie das heißt, für ihn wahrscheinlich vielleicht doch eine gute Idee. Ich muss mal gucken, jetzt mit den Zwillingen habe ich mich dazu nicht in der Lage gesehen, da auch noch irgendwie mehrmals alle paar Wochen oder mehr jede Woche oder keine Ahnung, am Anfang muss man ziemlich oft dahin zu fahren, aber vielleicht schaffe ich das ja so in ein paar Monaten mal.
Da muss ich mich aber noch schlauer machen, was das angeht. Ja, das war mein 5 Monate Update zu meinem Controlled Arch. Und ich halte euch auf dem Laufenden, wie das da weitergeht. Tschüss!